Heute zeichne ich einen Wassertropfen nur mit Bleistiften. Welche Tricks ich genau dafür anwende, dass er so lebendig wird, erfährst du in diesem Video. Bleib also dran, los geht's! Also, legen wir los. Wir zeichnen zunächst einen Umriss. So ein Wassertropfen ist ja immer nicht ganz kreisrund, sondern meistens etwas oval, weil er schräg steht, zum Beispiel auf einem Grashalm. Also, wir haben die Grundform und legen uns mal hier so einen Lichtbereich fest, den wir ganz hell lassen, also nicht zuzeichnen. Und ich arbeite hier ganz normal erstmal bei der Vorzeichnung mit einem 4B-Stift und mache jetzt den oberen Teil des Wassertropfens dunkler. Oben dunkler und nach unten wird er immer heller. Stell dir vor, die Lichtquelle kommt von hier. Es ist immer wichtig, eine Lichtquelle festzulegen. Damit man bei der Zeichnung, die man macht, sich nicht mehr darum kümmern muss. Ja? So. Und nach unten werden wir immer heller. So, das Licht kommt von hier, also ist die Seite hier im Schatten. Da wechsle ich jetzt mal den Stift und nehme mir mal einen 6B-Stift, damit ich jetzt diese Kante hier, muss ein bisschen langsamer machen, nicht so schnell, nachzeichne. Ja. Weil der Wassertropfen ist ja ein Objekt und der wirft dann sozusagen Schatten. Ja. Und ich fange hier schon an mit der Schattenseite, also von die Seite, die vom Licht abgewandt ist. So. Okay. Und hier können wir jetzt einfach mal so einen Schatten umzeichnen. Ja. Erstmal nur als Orientierung, den mache ich erstmal noch nicht dunkel. Ja. Jetzt beginne ich nämlich erstmal hier oben den Bereich weiter, also noch dunkler zu machen. Ja, dazu variiere ich mit dem Druck ein wenig. Den lassen wir hier schön weiß. Der Lichtreflex ist ganz, ganz wichtig für den Kontrast später. Also, dass der Wassertropfen praktisch leuchtet. Ja. Viele gehen da rein mit so einem weißen Erhöhungsstift. Ich will es heute mal ohne machen, denn ich zeichne ja meistens sehr gern nur mit dem Bleistift, weil der wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und Optionen bereithält. Ja? Was hier rüber gezeichnet ist, das wird dann einfach später wegradiert. Wichtig ist, dass wir von hier nach hier einen zarten Übergang bekommen. Ja? Schön, dass du mit dabei bist. Wenn du deine Lieblingsmotive unglaublich lebendig zeichnen möchtest, findest du direkt unter dem Video den Link zu meinen großen Zeichenkursen. Weiter geht's. Dazu verwende ich jetzt hier auch mal einen HB-Stift. Und dieser Übergang hier, den mache ich noch etwas zarter. So haben wir sozusagen erstmal die erste Schicht gemacht. Ja?
Alles, was wir jetzt hier so ein bisschen rüber gezeichnet haben, können wir jetzt schon mal so ein bisschen sauber halten. Wo ist mein Besen? Damit geht es etwas besser. So, jetzt nehme ich mir hier einen Papierwischer und schaffe hier einen Übergang. Ja. So ein Wassertropfen kann man natürlich auch hyperrealistisch zeichnen, aber das ist jetzt hier nicht mein Ziel, weil da hat jeder eine andere Vorstellungskraft. Ja? Der eine will ihn nur andeuten, der andere will ihn extrem realistisch zeichnen. Aber das würde jetzt hier einfach das Video sprengen und deswegen beschränke ich mich jetzt hier auf dieses Zeichnen. So, du siehst, wir haben von hier noch einen sehr, wie sagt man, sehr, sehr starken Übergang, also eine Art Kante. Und die werde ich jetzt mal mit meinem 2B Stift Ich habe hier so einen Anspitzer, da kannst du immer 2 Minenstärken anspitzen. So, ich will jetzt also praktisch diesen Übergang von hier nach hier zarter machen. Ja. Denn so ein Tropfen ist ja letztendlich eine runde Form. Und hat keine Abbruchkante. Ja. So, hier werden wir ganz weich unten. So, siehst du, der Tropfen wird halt immer plastischer. Und jetzt gehe ich halt hier oben nochmal rein. Ziehe mal die Kante hier ein bisschen nach. Und mache den halt nochmal hier etwas dunkler. Ja. So. Du siehst, der Kontrast macht es letztendlich. Ich habe jetzt hier ungefähr so einen 6B Stift. So, wo habe ich den anderen Stift versteckt? Hier habe ich noch einen. Spitze ich mal kurz etwas mehr an. So, der ist jetzt praktisch noch ein bisschen dunkler. Damit man wirklich sieht, wie der Übergang von hier, von dem ganz dunklen, nach hier geht. Ja, das ist immer die Herausforderung bei einer runden Form, dass du halt Übergänge brauchst. Ja. Übergänge in dem Sinne, dass da der Betrachter merkt, dass es um die Form herum geht. Ja. Also man kann auch sagen, Licht und Schatten zeigt uns, was es letztendlich für eine Form ist. Ja. Du siehst, wenn ich das dunkler mache, die Seite hier von dem Tropfen, das wird immer dunkler. Ja.
Und die Striche, die du hier siehst, also es geht ja auch nicht darum, das vollständig auszumalen. Das ist entweder die Struktur des Papiers. Ich habe hier auch so ein Papier gewählt, was eine leichte Struktur hat. Es ist nicht ganz weiß, sondern mehr so ein naturweißes Zeichenpapier. So, hier unten machen wir uns noch mal einen kleinen Effekt hier. Also hier will ich den Übergang ein bisschen zarter haben. Den Tropfen verwische ich deswegen, dass er so einen rauchigen Charakter bekommt. So, du siehst also hier sehr dunkel und nach unten wird er Stück für Stück heller. Wir zeigen also die Form ein wenig. So, jetzt kümmern wir uns um diesen Schatten hier unten. Der Schatten gibt wiederum den Kontrast zu der Seite hier. Du siehst, ich mache das hier ziemlich dunkel. Hier wird der Schatten wieder ein bisschen weicher. Also je weiter der Schatten weg ist, je weicher wird er wieder. Also er ist noch nicht mehr so kräftig, weil wieder mehr Licht dran kommt. Aber das erkläre ich alles Schritt für Schritt auf meiner Akademie Schmidt Zeichenwelt. Kannst du gern unter dem Video in dem Link vorbeischauen. Da kannst du deine zeichnerische Reise vertiefen. Ja? Denn Zeichnen sind ja immer zwei Dinge. Einmal muss man die Form so erfassen, ja? Und man muss natürlich diese Technik umsetzen können. Ja? Also zunächst musst du wissen, was es für eine Form ist, also die Grundform. Nicht, dass es ein Wassertropfen ist, das ist klar, sondern der Wassertropfen ist ja nur ein Name. Es geht um das Erfassen der Grundform. Ja, ist das eine rechteckige Form? Ist das eine runde Form? Ist das eine ovale Form? Also welche 3D-Form ist es? Ja? Kugelform in dem Fall hier natürlich. Oder man kann auch sagen eine Halbkugel. Und durch die Reflexion innerhalb dieser Halbkugel sind die Sätze wieder ein bisschen anders. Ja? Weil der besteht ja aus Wasser. So. Du siehst, ich mache den Kernschatten. Das ist der Schatten, der direkt sich anschließt, etwas dunkler. Und du siehst, wir haben jetzt von hier nach hier einen total schönen Kontrast. So. Wenn du mitzeichnest, kannst du auch immer wieder die Stellen radieren. Ja, kannst dir auch wesentlich mehr Zeit lassen zu Hause. Ich mache das jetzt hier in einer gewissen Geschwindigkeit. So, noch was. Wenn du magst, lass mir gern ein Like da. Hier ist der Kumpel. Und abonniere meinen Kanal. Teile das Video. Und das motiviert mich immer weiterzumachen. So, okay. Sieht schon mal wunderbar aus. Ja? Wir haben also die Grundform. Wir haben Licht und Schatten.
Licht, Schatten verteilt. Wir haben den Übergang gezeichnet. Und jetzt kommen wir praktisch zum Finale. Ich werde den Schatten am Rand noch ein wenig auslaufen lassen hier. Das radiere ich einfach ein Stück weg hier. So. Zum Schluss vielleicht mal gesagt, den Besen nehme ich deswegen, wenn ich jetzt hier mit der Hand wischen würde, würde das natürlich ganz, ganz schnell schmutzig werden, weil die Schwärze des Bleistifts ist natürlich jetzt sehr anfällig für Verwischen, je dunkler man sozusagen wird. Ja. So. Was mache ich jetzt hier? Ich mache die Kante ein wenig weicher. Kante des Schattens. So, jetzt hat ja so ein Wassertropfen meistens nicht nur eine Lichtquelle. Jetzt gehen wir ihm sozusagen noch ein paar weitere Reflexionen rein. Ja, dazu habe ich mir einfach einen Radierstift hier genommen und radiere jetzt hier. Du siehst, das Rausradierte ist nicht ganz so hell wie der eigentliche, also der größte Lichtreflex. Ja. So, jetzt nehme ich einfach noch so einen elektrischen Radierstift, um noch einen zusätzlichen Effekt zu erzeugen. Ja. Dann haben wir praktisch 3 Helligkeitsgrade. Und hier wieder ein bisschen wegpusten. Hier unten gehe ich auch noch mal rein und mache mir die Kante hier, siehst du, auch noch mal ein bisschen heller. Das ist nicht zwangsläufig immer so zu sehen bei einem Wassertropfen. Wie gesagt, das Licht wandelt sich schnell oder beständig. Es geht auch darum, immer eine Idee zu finden, wie wir das am besten umsetzen können. Ja? Denn man kann ja den Wassertropfen 1:1 abzeichnen, aber man kann ihn auch auf seine eigene Art und Weise interpretieren. So. So, jetzt haben wir hier einen schönen Tropfen, der halt richtig echt aussieht, zum Anfassen ist, ja. Und ich werde jetzt hinten noch ein wenig Kontrast erzeugen, also hinter dem Tropfen, damit wir praktisch nicht nur dieses Weiße haben. Ja? So, das mache ich einfach mit meinem Stift hier. Ich mache also eine ganz zarte Schraffur rauf. Mit ganz, ganz wenig Druck. So haben wir sozusagen noch ein Referenz. So ist der Lichtpunkt wird dann dadurch sozusagen noch heller. Ja? Das könnte zum Beispiel ein Grashalm sein. Oder ein anderes Blatt. Du siehst also, der Hintergrund ist auch eine entscheidende Komponente. Ja? Wir setzen den Wassertropfen sozusagen noch einmal ins Verhältnis mit dem Hintergrund.
Das ist beim Zeichnen ziemlich häufig so, ja, dass man bestimmte Zusammenhänge erst erkennt, wenn man den Kontrast dazu sieht. Ja. So. Dann nehme ich mir mein Pad, also etwas zum Verwischen. Der hat sich aber gerade versteckt. Hier habe ich einen gefunden. Ja, so einen ganz normalen Wattepad. Wenn ich das jetzt mit dem Papierwischer machen würde, es würde viel, viel zu lange dauern. So, also legen wir los. So kriegen wir einen schönen Hintergrund, ja. So, und wenn du mitgezeichnet hast, schau dir einfach deinen Wassertropfen mal so ein bisschen aus der Entfernung an. Zum Schluss kann man immer noch ein paar Feinarbeiten machen. Ja, einerseits verwischt man wieder ein bisschen, andererseits ist durch das Angleichen der Kontraste manchmal wieder, also dadurch ist manchmal der Kontrast im Allgemeinen wieder zu schwach geworden. Ja. Und das macht ja gerade die Qualität so einer Zeichnung aus, ja, dass er halt vor Lebendigkeit sprüht. Kunst mit Seele, wenn man so will. So, das sieht jetzt schon mal richtig gut aus. Ich gebe jetzt noch die Seite hier, mache die Seite noch ein bisschen dunkler. Muss ich natürlich jetzt hier ein bisschen vorsichtiger malen. So. Ja, das kann man dann ganz zum Schluss alles, wie soll man sagen, angleichen. Und das mache ich jetzt einfach aus dem Gefühl raus, ja. So. Mir ist der Bereich hier unten auch noch ein wenig zu langweilig, ja. Da lege ich jetzt einfach hier mit dem Knetradierer noch mal einen kleinen Akzent mit rein. Wirkt manchmal Wunder. Also, wir sind fertig. Schau gern oben hier in die Playlist. Dort habe ich weitere Videos verlinkt für Anfänger zum realistisch Zeichnen.
Such dir was raus, was dir gefällt. Schau gern die weiteren Videos von mir, lerne dazu. Und wenn du magst, wie gesagt, klicke unter dem Video und schau nach. Dort kannst du das Zeichnen richtig in der Tiefe lernen. Und ich bedanke mich jetzt für dein Zuschauen und freue mich, wenn wir hier uns zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute.